Kommunikation am Arbeitsplatz kann insbesondere zwischen verschiedenen Hierarchiestufen eine Herausforderung sein. Damit wir einander besser verstehen, lohnt es sich, ein paar Grundregeln der Kommunikation zu beachten. Mein Name ist Eva Schürch, ich bin Dozentin am Institut für Psychologie und unterrichte Gesprächsführung. Ich habe Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht, die im Arbeitsalltag relevant sein können. Wie können Mitarbeitende und Vorgesetzte effektive Gespräche führen, um Missverständnisse zu vermeiden und klare Kommunikation zu gewährleisten? Ja, die erste Voraussetzung ist schon mal, dass Sie überhaupt miteinander sprechen und dann können im Gespräch beide aktiv zuhören und durch Paraphrasen überprüfen, ob Sie richtig verstanden haben. Und beim aktiven Zuhören, da bin ich ganz bei meinem Gegenüber und indem ich wichtige Punkte aufgreife, in meinen eigenen Worten wiedergebe, zeige ich einerseits, dass ich aufmerksam zuhöre und andererseits bekommt mein Gegenüber direkt eine Rückmeldung, ob und wie ich das verstanden habe. Und wenn also eine Mitarbeiterin andeutet, dass sie gestresst ist und kaum nachkommt mit der Arbeit, dann könnte ich sagen, du hast momentan gerade viele Aufträge mit knappen Deadlines. Dann kann die Mitarbeiterin das entweder bestätigen oder aber sie kann präzisieren, was das Problem aus ihrer Sicht ist. Wie kommuniziert eine Führungsperson am besten in Konfliktsituationen mit den Mitarbeitenden? In Konfliktsituationen deeskalieren und hier können sogenannte Brückensätze hilfreich sein. Die sind nicht inhaltlich, sondern sie sind förderlich für das Gesprächsklima und dadurch wird die Situation weniger emotional. Ein solcher Brückensatz könnte sein, das wusste ich nicht oder das überrascht mich jetzt. Als Führungsperson soll ich in einem Konflikt auf keinen Fall auf Angriff gehen, vielmehr soll ich meinem Gegenüber Gelegenheit geben, Dampf abzulassen. Und wichtig ist auch, dass ich den Konflikt ernst nehme und nicht versuche, ihn irgendwie auszusitzen. Und wenn ich jetzt merke, dass eine Person aufgebracht ist, dann lohnt es sich, dem kurz Priorität zu geben, statt zu sagen, ich habe gerade keine Zeit, kommen Sie übermorgen wieder, so in der Hoffnung, dass es sich bis dann erledigt hat. Das geht natürlich nicht immer, aber es geht wahrscheinlich öfter, als wir denken. Wie spreche ich unangenehme Situationen als Führungsperson oder als Mitarbeitende an? Unangenehme Situationen sind vergleichbar mit negativem Feedback. Ich sollte die Situation direkt ansprechen, ohne lange um den heißen Brei herumzusprechen. Die Kritik, die ich vielleicht anbringen möchte, die soll sich immer auf ein Verhalten beziehen und nicht auf die Person. Ich sollte also nicht sagen, Sie sind unzuverlässig, sondern eher, in letzter Zeit haben Sie ein paar Dinge vergessen. Oder ich kann das auch positiv formulieren. Ich wünsche mir, dass Sie wieder besser kontrollieren, ob Sie alle Aufträge erledigt haben. Und negative Rückmeldungen sind einfacher anzunehmen, wenn auch positive Aspekte mitgenannt werden, die es ja auch immer gibt. Wie kommuniziere ich als Mitarbeitende überzeugend meine Ideen? Hier muss ich strategisch geschickt vorgehen. Wenn ich das Ziel habe, dass meine Idee gehört wird, dann ist es sicher ungünstig, wenn ich die anderen Ideen als unbrauchbar abtue oder meine eigene als die einzig richtige darstelle. Vielmehr kann ich einen Vorschlag aufgreifen und erweitern oder mit meinen Punkten anreichern. Und in der Kommunikation kann ich dazu Ja- und Formulierungen verwenden. Und dadurch würdige ich einerseits die anderen Ideen und andererseits bringe ich dann aber meine eigenen Aspekte hinein. Und es wirkt dann nicht so, als ob die andere Idee nichts wert wäre, sondern sie brauchte einfach noch das gewisse Etwas. Wie kommuniziert eine Führungsperson am besten, um die Mitarbeitenden zu motivieren? Häufig sprechen wir nur dann mit Mitarbeitenden, wenn etwas nicht gut läuft. Wir setzen es so als selbstverständlich voraus, dass die einfach ihren Job machen. Es wäre aber ganz wichtig, dass wir auch Lob aussprechen und den Leuten auch immer wieder sagen, was sie gut machen. Das kann einfach nur ein Merci sein in einer E-Mail oder Danke, dass du dich darum kümmerst. Aber wenn wir wirklich zufrieden sind mit etwas, dann sollten wir uns nicht zu schade sein, auch das auszusprechen und zu sagen, hey, das hast du richtig gut gemacht und das ist super hilfreich für mich. Wie kann die Beobachtung nonverbaler Kommunikation im Berufsalltag genutzt werden, um die Interaktion mit KollegInnen zu verbessern? Die nonverbale Ebene spielt eine sehr wichtige Rolle in der Kommunikation und verrät uns viel darüber, wie es dem Gegenüber geht. Wenn wir aufmerksam sind, dann merken wir vielleicht, wenn sich jemand unwohl fühlt oder es ihr nicht so gut geht. Dann können wir, wenn wir die Person gut kennen, nachfragen, auch so ein offenes Ohr oder ich sehe, dass du gerade nicht so im Strumpf bist. Wenn wir die Person nicht so gut kennen, dann wäre das eher übergriffig und dann würden wir versuchen, die Person aus der Schusslinie zu nehmen oder
Situation allgemein aufzulösen, damit sich die Person zurückziehen kann. Es gibt keine eindeutigen Kennzeichen auf der nonverbalen Ebene. Das ist ein komplexes Zusammenspiel aus Mimik, Körperhaltung, den Bewegungen oder auch der Tonlage beim Sprechen. Wenn wir merken, dass diese Ebenen nicht gut zusammenpassen, dann lohnt es sich darauf zu achten und es nicht einfach zu ignorieren.